Also mein Name ist Shoaib Karak. Ich bin seit circa 3 Jahren jetzt im Unternehmen. Ich mache eigentlich die CNC-Abteilung komplett, also sprich Materialversorgung, die CAM-Programmierung. Ich heiße Matej Banovac. Ich bin hier bei der SSP Teamleiter und bin ich seit 6 Jahren schon bei SSP. Mein Name ist Sven Strangfeld. Ich arbeite bei der Firma SSP als Produktionsleiter im Bereich trennende Schutzeinrichtungen. Zu der Firma SSP bin ich im April 2014 gekommen. Bei der Firma SSP habe ich rein in der Montage angefangen. Ich habe im Bereich der Produktion mitgearbeitet und habe auch Montagen begleitet innerhalb Deutschland, Europa und auch weltweit. Ich habe angefangen auf Montage oder von Montage die Schutzumhausung. Meine erste Tätigkeit war im Bereich OPZ, Zäune montieren. Das ging auch auf Reisen. Ich musste auch auf Reisen gehen, auch Ausland. Rumgekommen bin ich in fast jedem Land in Europa, von Italien bis hin Polen, Tschechei, Frankreich, Spanien und außerhalb Europa war es Amerika und Mexiko. Ich war schon fast in ganz Europa, von die ganze Deutschland, da Frankreich auch, Spanien, Italien, Polen, Tschechien. Viel war ich nicht, aber ich war schon in Italien und in Polen. Wir legen bei SSP großen Wert auf Qualifikation und Rotation und da ist es typisch, und das war natürlich bei mir genauso, dass man zu Beginn alle Bereiche durchwandert, überall mitarbeitet und so man dadurch auch breit aufgestellt ist. Das heißt für mich am Anfang, ich war im Bereich der Produktion in jeden Arbeitsbereichen tätig, habe dann mich aber dahin entwickelt, dass ich dann später Montageleiter oder Montageleitung übernommen habe. Die CNC-Abteilung ist ja komplett neu entstanden. Wir hatten gar keine Maschine. Das war eigentlich auch Ziel von der Geschäftsführung. Ich bin dann dazugekommen und habe sozusagen das Projekt auch übernommen, auch Angebote eingeholt und dann auch selber entschieden mit der Geschäftsführung, welche Maschine jetzt letztendlich dann zu uns in die Firma reinkommt. Wie war das für mich am Anfang? Am Anfang war das echt interessant, weil war alles noch klein und da hat jeder oder haben die Leute alles zusammen gemacht. War echt hochinteressant auch, dass wir sind jetzt uns auch so entwickelt und wir haben so gewachsen, dass wir haben jetzt die große Firma oder mehrere beschäftigte Leute und dass jeder macht eigene gute Job. Das Umfeld war klar, es war komplett was Neues für mich, aber die Leute, die hier sind, die Mitarbeiter, sind sehr nett und ja, ich habe mich auch schnell reingefunden. Das Umfeld zu Beginn, das war sehr familiär, weil wir schon in einem kleinen Rahmen gestartet haben und man hat dadurch auch wirklich einen guten Kontakt gehabt zu den Kollegen, auch zur Geschäftsführung. Was ich aber dazu sagen muss, dass es auch immer noch gleich geblieben ist, das Umfeld. Zu dem Zeitpunkt, wo ich bei SSP angefangen habe, da waren wir so circa 10 bis 13 Mitarbeiter und jetzt aktuell sind wir bei ungefähr 60 Mitarbeitern. Also ein durchschnittlicher Arbeitstag bei mir läuft so ab. Ich gucke erst, in welche Bestellungen bei mir reingekommen sind. Ich schaue nach der Prio, was Prio 1 hat, klar wird auch vorgezogen. Ich tue sie dann erst programmieren, die ganzen Frästeile, die auf die Maschine dann kommen. Nach der Programmierung fräse ich die Teile auf der Maschine. Also mein Arbeitstag, der beginnt meistens morgens zwischen 6:30 Uhr und 6:45 Uhr. Es ist so, dass wir uns vor Arbeitsbeginn nochmal im Team treffen, man trinkt Kaffee zusammen, man tauscht sich aus und dann geht jeder an seine Arbeit. Ich beschäftige mich mit der Produktionsplanung an sich. Natürlich auch bin ich immer ein Ansprechpartner für die Mitarbeiter. Wenn offene Fragen da sind oder Dinge einfach geklärt werden, eine Person ein Anliegen hat, bin ich immer dafür da und das nimmt auch ganz schön Zeit in Anspruch und bin daher so für das gesamte Produktionsteam immer ein Ansprechpartner. Mein Arbeitstag läuft morgen früh. Da kommen wir vor 7 Uhr alle hierher. Da trinken wir zuerst gemeinsam Kaffee
Und ab 7 Uhr starten wir durch, da jeder weiß schon, was er zu tun hat. In der Produktion haben wir ein tolles Team. Wir haben von jung bis erfahren alles dabei. Das macht auch dann die Mischung. Die Erfahrenen bringen natürlich ihre Erfahrungen ein und die Jungen, die bringen die Dynamik rein, die wir benötigen und auch die Manpower. Und das macht das Ganze sehr abwechslungsreich und auch spannend und ist ein guter Mix vorhanden. Also im Team macht am meisten Spaß, dann klar mit den ganzen Leuten hier zu arbeiten. Die Teambildung, Teamgeist, das steigert auch sozusagen unsere Arbeitserfolge. Was machen wir gerne in der Mittagspause? Zuerst mal essen, weil alle haben Hunger von guter Arbeit. Aber danach, nach dem Essen, spielen wir gemeinsam alle Tischkicker. Und das ist auch eine sehr schöne Sache, dass wir auch alle miteinander wieder in die Pause zusammen sind und können wir auch Spaß haben. Nein, die Schlägerei war noch nicht. Und hoffe, es bleibt auch so. Nee, also im Tischkickerbereich gab es bis jetzt noch keine Auseinandersetzungen. Ob bei uns eine Straftat gibt oder sonst was, wenn man einen Fehler macht, in der Regel nicht. Aber wenn man einen Fehler macht, dann kann er auch gerne Kasten Bier spenden. Klar, wenn die Azubis mal was machen oder ich sag mal einen Fehler machen, dann putzen sie halt am Freitag. Dann haben wir schon mal das erledigt. Also eine direkte Strafarbeit hier in der Produktion oder auch generell bei ISSB, das gibt es nicht. Höchstens man muss mal eine Runde Kaffee fürs Team springen lassen. Das ist aber dann schon das Maß aller Dinge. Wir legen sehr großen Wert auf eine gute Fehler-Lernkultur und auch auf eine offene Kommunikation. Das heißt, wenn einem was auffällt, wenn auch mal was passiert ist, was natürlich selbstverständlich ist, offen darüber sprechen, die Vorschläge, was müssen wir tun, um es abzustellen. Das ist ganz wichtig, dass wir da einfach auch das Vertrauen in den Mitarbeiter, aber natürlich auch in den Vorgesetzten haben, um das offen ansprechen zu können. Am meisten Spaß macht mir in meinem Beruf das Programmieren am CAM-System. An was für einem System? Am CAM-System. Ich programmiere die Maschine auf dem PC und, genau, und dann via Datentransfer schicke ich dann die Programme sozusagen in die Maschine und lasse sie dann auf der Maschine laufen. Am meisten Spaß an meinem Job macht mir die Abwechslung, die wir hier erleben. Wir sind ein wachsendes Unternehmen, das heißt, wir haben auch täglich neue Ansprüche und auch Herausforderungen. Die Prozesse wachsen, die verändern sich. Und um das auch zu bewältigen zu können, haben wir wirklich ein tolles Team, was zusammenarbeitet. Das ist schon das Große und Ganze, was tagtäglich Spaß macht und auch einen motiviert. Bei meiner Arbeit macht mir am meisten Spaß Arbeit mit Kollegen und dass immer was Neues kommt. Da ist nicht nur Bandproduktion, sogar wir produzieren alles Maßfertigung für unsere Kunden. Fühle ich mich wertgeschätzt? Ja, ich fühle mich schon wertgeschätzt. Passt alles, auf alle meine Fragen wird beantwortet und man guckt auch hier in die Firma, dass alles gut läuft und dass die Leute immer gut drauf sind, dass die gute Laune haben und wenn was nicht passt, dass das auch gleich geklärt wird. Ich fühle mich wertgeschätzt als Mitarbeiter, weil das Umfeld einfach passt und die Geschäftsleitung auch sehr positiv gegenüber uns ist. Was auch wirklich schön ist hier zu sehen, es ist auch nicht selbstverständlich, dass man hier wirklich ein offenes Ohr und auch ein aufmerksames Auge hat auf die Dinge, die man tut und auch erreicht. Und das wird auch einem oft mit Wertschätzung entgegengebracht. Und hier ist auch oft ein Kollege, der einen auch mal auf die Schulter klopft und der sagt, hey, das hast du gut gemacht, wo man einfach auch Anerkennung bekommt für das, was man tagtäglich tut und leistet. Die meiste Freude in der Firma bereitet mir das Zusammenarbeiten mit meinen Teamkollegen. Das macht mir so am meisten Spaß. Ja, die meiste Freude, was mir so bereitet, ist einfach zu sehen, was wir erreicht haben und was wir auch wirklich tagtäglich leisten. Dass wir wirklich ein super Team haben, das an einem Strang zieht.
Ein neuer Bewerber oder allgemein ein neuer Azubi, der wo zu mir kommt, sollte natürlich handwerklich begabt sein. Er sollte interessiert sein. Das wären so mal die Grundkriterien. Und fleißig. Und fleißig natürlich. Für uns als Team und auch für die gesamte Firma SSP ist es wichtig, dass wir eine hohe Bereitschaft zur Veränderung an den Tag legen, dass wir motiviert sind. Und was uns natürlich auch wirklich am Herzen liegt, ist die Teamfähigkeit mitzubringen, dass man sich auch integriert ins Team und dass man hier auch seinen Teil dazu beiträgt, dass wir alle eine super Arbeitsatmosphäre haben. Zuerst die Freundlichkeit, weil wir wollen eine freundliche Atmosphäre haben in unserer Firma. Und dass der auch sehr fleißig ist und dass er die Sachen versteht, was wir machen und wieso wir machen. Wir legen bei SSP großen Wert darauf, unsere Mitarbeiter zu schulen und auch zu qualifizieren. Und das Wichtigste dabei ist, dass du dich auch wirklich entwickeln und auch qualifizieren möchtest. Generell kann man es wirklich jedem Typ Mensch empfehlen, sich bei SSP zu bewerben. Wichtig ist, dass man sich einsetzt mit seinen Fähigkeiten und natürlich auch mit seinen Sozialkompetenzen. Ich würde bei SSP empfehlen, die Leute, die eine gute Atmosphäre haben wollen und dass die auch wertgeschätzt sind und dass die auch mit uns zusammen gute Arbeit machen und dass wir unsere Kunden zufriedenstellen können. Also jeder, der wo Lust auf was Neues hat und offen ist für was Neues, sollte sich bei uns bewerben. Denn es macht ja jeden Tag sehr viel Spaß zu arbeiten, auch mit den ganzen Teamkollegen. Sind alle sehr gut drauf. Und für die Firma wünsche ich, dass wir stetig wachsen und auch natürlich auch größere Umsätze erzielen. Das wäre so für die Geschäftsleitung oder allgemein für die Firma SSP. Für die Firma SSP wünsche ich mir, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben, dass wir das wirklich als Firma, als eine Einheit bewältigen und dass SSP der gute Arbeitgeber bleibt, der auch wirklich ist. Was? Keine Ahnung. Gute Frage. Noch eine Tischkicker. Nichts eigentlich. Passt alles. Bei mir passt alles soweit. Ist alles gut. Wenn ich SSP mit 3 Worten beschreiben müsste, wäre es dynamisch, zielstrebig und professionell. Modern, offen und sauber. Professionell, freundlich und kompetent. Auf meinem Arbeitsplatz gibt es eigentlich nicht viel zu verändern oder eigentlich, da passt alles soweit auf dem Arbeitsplatz. Da gibt es nichts was Besonderes. Das wäre auf jeden Fall, dass noch eine CNC Richtung Drehmaschine was reinkommt, dass wir auch die Drehteile selber erstellen und drehen können. Wir brauchen Veränderung, wir wachsen und die Veränderung würde ich gern damit zustande bringen, dass wir neue Teammitglieder für uns, für SSP gewinnen können. Und wenn es dich anspricht, motiviert und du Lust hast, dann komm zu uns zur SSP. Komm zur SSP. Wenn du Bock hast auf gute Firma, dann beweg dich bei SSP. Bist du interessiert? Bist du motiviert, ein Teil unseres Teams zu werden? Dann bewirb dich jetzt.